Wie verläuft das Licht um eine Kugel? Ist es Magie oder können wir es auch zeichnen und beobachten? Also, los geht's! Du hast ja gerade gesehen, die Kugel hilft uns, gewisse Lichtrichtungen zu erkennen, aber auch festzustellen, wenn wir eine bestimmte Quelle, eine Lichtquelle in einem bestimmten Winkel zeigen. Ja, also wie lang wird der Schatten? Zum Beispiel hier haben wir den Schatten sehr, sehr kurz, 12 Uhr mittags. Die Lichtquelle ist fast senkrecht im Lot über dem Objekt. Wenn wir ganz tief gehen, haben wir den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang. Und das werden wir jetzt mal an einer Kugel zeichnen. Warum zeichnen? Weil es uns hilft, das besser zu verstehen, das besser zu erfassen. Dafür zeichne ich mal hier 3 Kugeln rein und erläutere dann die einzelnen Lichtquellen. So, Lichtquelle 1, die ist hinter der Kugel, über der Kugel, wirft dann hier diesen Schatten auf diese Kugel und die Kugel hat diesen Schlagschatten. Also die Sonne steht nicht allzu hoch, nicht so tief. Man könnte sagen, weiß ich nicht, 10 Uhr ungefähr. Und damit es jetzt grafisch hier ein bisschen besser zu erkennen ist, schraffiere ich mal das locker her. So, hier gehen wir auch noch ein bisschen rein. Siehst du? So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ja? Es ist wichtig, erstmal die Basics zu kennen und dann zu schauen, hier wäre ungefähr der Lichtpunkt der Kugel. So. Damit man wirklich weiß, okay, wie verhält sich das? Dann haben wir hier Variante 2. In der Variante 2 machen wir mal einfach das Licht. Ich gehe mal über die Zahl. Einfach mal hier von hier oben. Das heißt, wir haben ungefähr, dieser Meridian verschiebt sich so mit der Lichtquelle. Wir haben hier wieder unsere vom Licht abgewandte Seite der Kugel. Ja, also ist das ungefähr? Ich rollt mir mal weg die Kugel hier. Ja. So, und jetzt wird der Schatten, ich behaupte mal, dass die Sonne ziemlich steil steht. Also wird der Schatten nicht so lang. Ja. So. Schlagschatten machen wir natürlich dunkel. Unten betonen wir die Kugel. Warum? Weil da am wenigsten Licht hinkommt. Und wir dann viel leichter erkennen, was wir eigentlich zeigen wollen. Ja? So, das war Nummer 2. Nummer 3. Machen wir mal die Lichtquelle von rechts und wir werden mal, ja, das soll erstmal reichen, nicht zu viel Ansichten gleich machen. So, das heißt, der Meridian, der um die Kugel rumgeht, wo der Körperschatten anfängt, wäre hier ungefähr, hier wäre der Lichtpunkt und wir haben hier wieder die vom Licht abgewandte Seite und wir haben den Schatten dann natürlich hier lang. Ja? Der Schatten ist praktisch eine Ellipse. Je senkrechter der Schatten fällt auf die Kugel, je mehr gleicht der Schatten dieser Kugelform. Je schräger die Sonne fällt, je länger wird der Schatten,
je schräger die Sonne steht, also je später oder je früher es ist. So, je länger ist der Schatten. Kernschatten mache ich noch ein bisschen dunkler. Und ich mache hier auch einfach noch eine Schraffur mit rein, dass es hier auch vielleicht ein bisschen dunkler wird. Ja, einfach ein paar Linien rüberziehen. So. Du siehst, wir haben die gleiche Kugel in verschiedenen Ansichten. Und es ist wichtig, wirklich dieses Prinzip zu verstehen, denn wenn du beginnst mit einer Zeichnung, ist es immer wichtig, dass du die Lichtquelle festlegst. Lichtquelle und Perspektive. Ja? So, das war aber noch nicht alles. Jetzt gehen wir mal Nummer 4, zeichnen uns wieder eine Kugel und behaupten mal, die Sonne steht hier. Okay. Das heißt, der Meridian geht ungefähr so rum und der Schatten wird jetzt natürlich wesentlich länger. Ja. Immer wo die Kugel aufliegt, ist es dunkler, weil am wenigsten Licht rankommt. Schraffieren wieder die Kugel ein wenig. Licht wäre hier ungefähr der Lichtpunkt und hier der Schatten. Je länger der Schatten wird, je schwächer wird er hinten. Warum? Weil er hier hinten sozusagen ausläuft. Ja? So, der Schlagschatten. Der Kernschatten hier wird natürlich wieder dunkler. So, du siehst, wie sich das verhält. Es wird wesentlich länger. So, wenn man das jetzt hier sozusagen noch ein bisschen, naja, abschwächen will, nehmen wir uns einfach diesen Knetradiergummi und lassen den Schatten einfach hier ein wenig auslaufen. Ja. So, jetzt haben wir noch Variante 5. Da zeichnen wir uns auch eine Kugel. Wir machen die Lichtquelle hier hin, verändern aber unsere Höhe. Das heißt, stell dir vor, die Lichtquelle ist jetzt eine Zimmerlampe und hat ihren Fußpunkt, das erkläre ich in dem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, hier. Das heißt, das Licht kommt jetzt von hier. Das kann man hier wenig 3D darstellen auf so einem Blatt. Ich zeige es dir nochmal, was ich meine. Wir haben hier die Kugel. Die Lichtquelle steht nicht hinter der Kugel, sondern kommt jetzt vor die Kugel. Okay? So. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ungefähr unseren Lichtreflex und die lichtabgewandte Seite verschiebt sich dann so ungefähr. Ja. Der Fußpunkt entscheidet immer, wo die Lichtquelle im Raum ist sozusagen. Also ich zeichne dir mal kurz hier einen Raum auf, wie ich das meine, wenn wir reingucken. Viele wissen mit dem Fußpunkt nichts anzufangen. Wir schauen genauer hin. So, jetzt haben wir hier eine Lampe, die an der Decke runterhängt. Ja? Und diese Lampe steht ja in einer bestimmten Tiefe im Raum. Ja? Dadurch, dass sie hier an der Decke hängt, hat sie hier ihren Fußpunkt sozusagen. Und dieser ist jener. Ja? Also wenn hier jetzt hier hinten eine Kugel liegen würde, liegt die Kugel hinter dem Fußpunkt und demzufolge wird die bestrahlt von der Seite. Ja? Also ist das die dunkle Seite hier sozusagen. Okay? Wenn die Lampe jetzt hier hängen würde, wo keiner eigentlich eine Lampe hinhängt, wäre der Fußpunkt natürlich hier.
Also sehr nah hinten an der Wand. Ja. Am meisten hängt man eine Lampe ja in der Mitte des Raumes oder über eine Lese, ja, wo man liest, eine Couch, ein Stuhl, gemütlicher Schaukelstuhl. Also, ich glaube, du hast gemerkt, was ich meine. Und der Schatten kommt jetzt natürlich hier hin. Okay? Verschiebt sich in diese Richtung. Kugel liegt trotzdem hier auf. Hier den Kernschatten wieder ein bisschen dunkler, damit es besser zu sehen ist. So, und hier gehen wir jetzt einfach rein und schraffieren unsere Kugel, machen das hier einfach etwas dunkler. Ja. Siehst du, wie sich das verschiebt praktisch? Wenn man die Lichtquelle ändert, praktisch die Position im Raum. Ja. So, Nummer 6. Was wollen wir Nummer 6 machen? Welche Ansicht? Ich mache mal gleich kurz eine Pause. Und wenn du magst, drücke gern hier auf den Abo-Button. Wenn du meine Tätigkeit hier als Künstler unterstützen möchtest, das freut mich. Und lass mir auch ein Like da. Keine Pflicht, einfach freiwillig. So, okay. Weiter geht's. Die 6. Lichtquelle. So, wir haben jetzt ziemlich viel schon gemacht und wir drehen die ganze Seite einfach um. Ja. Machen das mal etwas tiefer sogar. Das Lot von der Lichtquelle, den Fußpunkt im Raum. Und demzufolge bildet sich das Ganze denn hier ab. Ja. Hier haben wir dann unseren Lichtpunkt. Aber ich muss sehen, dass ich jetzt hier nicht einen Fehler mache. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Jetzt habe ich so viele Varianten. Also das will ich sozusagen zeigen. Ja? Das geht ja nämlich genau andersrum. Jetzt habe ich mich verhaspelt, macht aber nichts. So. Also wir haben jetzt hier, so Freunde, ich habe gesehen, ich habe hier einen Fehler oder 2 Fehler eingebaut. Das möchte ich jetzt noch einmal aktualisieren, aber denkt daran, Fehler sind immer menschlich. Ich experimentiere gerne und ich habe das vorher noch nie so aufgezeichnet hier. Aber ich will auch zeigen, dass das Leben daraus besteht, Fehltritt zu machen und den Fehltritt entsprechend wieder in Ordnung zu bringen. Denn ich mag diese Schönung nicht, wo alles so glatt gebügelt ist, denn das ist einfach nicht in meinen Augen das Leben. Das Leben lebt halt vom Experimentieren. Versuch macht klug, sagt man so schön. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier mit der Lichtquelle, ich habe das nochmal gemacht hier und natürlich ist hier der Meridian so um diese Kugel rum und der Lichtreflex hier ein wenig höher natürlich, weil die Lichtquelle mehr schräg von oben kommt, ja, in unserem Beispiel. Also, des Weiteren habe ich hier noch einen kleineren Fehler drin. Ja. Hier ist die Lichtquelle auch ein wenig höher. Nicht die Lichtquelle, sondern der Lichtpunkt der Kugel. Also mit Lichtpunkt meine ich, wo es am hellsten ist sozusagen. Ja. Ich hatte es ja hier bei der Kugel erst andersrum gemacht. Ja, und zwar hatte ich das so rumgedreht. Ja, das geht aber nur, wenn das Licht von hier kommt. Und wir haben jetzt gesagt bei diesem Beispiel, dass das Licht von hier kommt und vor der Kugel steht. Und dann muss es logischerweise in diese Richtung gehen. Ja. So rum ist es richtig. Und das ist dann die abgewandte Seite. Kommt man schnell durcheinander, wenn man beginnt, das ganze System hier auf einmal zu verdrehen und in alle Richtungen sich anzugucken. Es ist beinahe wie so, du machst etwas mit rechts und dann machst du es mit links und wunderst dich, geht gar nicht so richtig, denn auch ich habe immer meine
Lieblingsseite, sagt man so, ja, wo ich, also bei mir, ich nehme halt ganz gerne die Lichtquelle immer von der Seite, ja, von links, rechts nach rechts oben, weil es mir zeichnerisch da leichter fällt, weil ich halt Rechtshänder bin. Ja. So, also, du merkst, wir sind alle Menschen. So, dann war es das zu diesem Video. Ich bedanke mich für dein Zuschauen und freue mich, wenn wir uns jetzt im nächsten Video auf Schmidt Zeichenwelt wiedersehen. Schau gerne in die Beschreibung, dort findest du einen kostenlosen Kurs, den du belegen kannst, damit du noch mehr dazu lernst. Und wie immer, alles Gute für dich und ja, wir sehen uns im nächsten Video.